Der Abschluss der Hinrunde hätte sich nicht schwerer gestalten können. Beim FC Bayern geht es um die Herbstmeisterschaft. Uns reicht ein Punkt, weil Leipzig auch nicht gewonnen hat und wir das bessere Torverhältnis haben. Reicht heute ein Punkt bei den Bayern. Aber letzte Saison sind wir schon unter die Räder gekommen mit 3-0. Und wir gucken mal, wie es in dieser Saison läuft. Ob wir besser aussehen, ob unsere Mannschaft gefestigter ist oder ob wir wieder ein ähnliches Spiel erleben werden wie die letzte Saison. Harry Kane spielt nicht, habe ich gesehen. Brian Zaragoza spielt, aber natürlich Olise, Pavlovic im Mittelfeld, Jo Kimmich und so weiter. Also da steht trotzdem noch viel Qualität auf dem Rasen, davon mal abgesehen. Araujo. Aber ich glaube, wir sind stärker als letzte Saison, als wir hier in München gespielt haben. Lennart Kahn natürlich eine alter Wirkungsstätte. Die sind jetzt alle ein bisschen stärker geworden. Ja, unten wäre de Gref frei gewesen. Deswegen lasst uns hoffen auf ein gutes Spiel, auf mindestens mal einen Punkt, damit wir die Herbstmeisterschaft auf dem Papier schon mal sicher haben. Jona Kusiasare ist ja auch ein Ex-Münchner. Kusiasare! Und Nübel im Tor. Auch schön gemacht, dass das Franz Beckenbauer-Trikot da unter der Allianz Arena ist, aber das habt ihr ja sicherlich schon mitbekommen. Und dann schauen wir mal, Musiala natürlich auch mit dabei. Brian Zaragoza, der ist ja nicht mehr bei den Bayern, der war ja auch mal eine Zeit lang oder ein halbes Jahr oder so da. Ian Matzen von Aston Villa wahrscheinlich geholt und Lennart Kahl mit der Balleroberung. Auch das wird heute wichtig sein, Zweikämpfe zu gewinnen und im richtigen Moment möglichst die richtigen Entscheidungen treffen und dann auch die wenigen Chancen nutzen, die wir bekommen vielleicht. Kusiasare, nächste Chance. Weil die Bayern, ihr wisst das, die können aus nichts ein Tor machen. Machen sie auch meistens gegen mich. Dean Huijsen auch nachwuchsvoller Innenverteidiger. Wird versuchen, dann den Laden zusammenzuhalten. Schema. Mensah, de Gref, Rice. Ja, da wollte ich den Doppelpass spielen. Bin ich nicht zugekommen. Bonni, Olise, Pavlovic. Dass die Bayern auch schnell spielen können, ist klar. Also, munteres Spielchen. Und die Bayern werden halt auch nach vorne spielen. Aber momentan hier und da mit dem ein oder anderen Fehler, Leichtsinnsfehler. De Gref, wieder Nübel. Also die ersten 20 Minuten gehen nur auf ein Tor, würde ich sagen. Aber das bringt alles nichts, wenn wir das Tor nicht machen. Wir müssten mal hier in Führung gehen. Das würde das ganze Spiel, glaube ich, noch mehr anheizen, als es jetzt eh schon ist. Das kann aber so schnell bei den Bayern gehen. Aufgepasst, Olise gegen Koulibaly. Also Olise ist gerade nicht gut drauf. Ist jetzt schon der dritte oder vierte Zweikampf, den er da verliert, unnötig. Bei uns kommt Mensah, ganz ruhig, ganz überlegt auf de Gref. Steckt durch, Kusiasare, ja, nicht ganz optimal. Mensah, sehr gut. Und jetzt anderes Schema. Ah, nein, falscher Mann, de Gref war frei. Der hätte den Ball bekommen müssen. Und dann ist der Ball wieder weg. Schade. Da der Ball zum richtigen Mann. Und wir haben eine weitere richtig große Chance. Jetzt die Bayern. Boni. Und wieder Koulibaly gegen Olise. Also überraschend schwach. Aber vielleicht ist heute mal so ein Spiel, Gott sei Dank, wo auch Olise mal nicht gut drauf ist. Karl gegen Hanko. Oh, schön gemacht. Kriegt ihr noch vor dem Aus. Und jetzt die Flanke. Nübel hält den nicht fest. Und wieder in die andere Richtung. Also die Bayern, die kommen bis zur Mittellinie. Und dann bislang aber Gott sei Dank nicht weiter. Bislang. Achtung, jetzt kommen sie aber. Musiala. Oh, Jo Kimmich, jetzt wird es gefährlich. Aufgepasst. Bonni durchgesteckt. Und das ist die erste Chance der Bayern. Auch wenn sie lange auf sich hat warten lassen. Minute 35. Vielleicht war das jetzt der Startschuss. Dass die Bayern besser werden. Achtung, Koulibaly ist da. Braune versucht den Angriff schnell einzuleiten. Ein bisschen Glück. Aber der Gref ist da. Und jetzt, wenn es schnell geht, 3 gegen 3. Kusiasare wird geschickt. Müsste er nochmal nach hinten legen. Sehr schön gemacht. De Gref. Abgefälscht. Kusiasare nochmal. De Gref. Und Bayern kommt. Über Olise. Ist gleich schon Halbzeit, ey. Schnelllebiges Spiel. Bonni, Avazir, richtig schön. Auch diese Zweikämpfe. Manchmal mit Risiko verbunden, aber auch die musst du führen. Schema Ott über die Außen. Und der Doppelpass wäre es gewesen, wollte ich gerade sagen.
Jetzt kommen die Bayern nochmal. Saragossa gegen alle. Jetzt kommt Boni. Braun ist aber da. Also viel Ungenauigkeit bei den Bayern. Überraschenderweise. Aber dafür oder deswegen sind sie wahrscheinlich auch nicht Tabellenführer. Wenn sie so spielen. Ein Olise, der nicht in Topform ist. Also die Bayern sind zu schlagen. Kusiasare, der Gref läuft ein im richtigen Moment. Aus Spitzenwinkel. Kusiasare, der hätte nicht zurücklegen müssen. Da läuft er richtig gut mit ein. Aber wir kriegen nochmal einen Eckball. Von Karl geschossen, von Kusiasare vielleicht abgenommen. Rice nochmal nach außen, aber der Schiri pfeift ab und es ist ein gutes 0-0 aus unserer Sicht. Also ich bin zufrieden. Den Punkt würde ich so mitnehmen. Chancen waren da, eigentlich nur auf unserer Seite, ne? Ja, Bayern hat auch 2 Schüsse, okay. Und bei uns müssen wir gucken, die Kräfte, bis wann die reichen. So ab der 60., 70. glaube ich, da können wir mal unsere Wechsel-Arie starten. Und im besten Fall gehen wir in Führung. Du musst einfach gegen die Bayern in Führung gehen, weil die können immer ein Tor machen. Auch hier in-game. Das ist ein ganz, ganz großes Phänomen. Solange du selber mal nicht in Führung gehst, ey, sind die Bayern dann irgendwann da. Und da ist Kusiasare. Warum gehe ich nicht noch? Der Schuss war okay, aber auch da noch 3-4 Meter weiter. Aber gut gespielt. Sieht gut aus. Karl, Ecke kommt. Kusiasare steigt hoch. Kommt aber nicht ran. Zweite Chance. Wieder Karl. Gute Flanke. Mensah. Da kommt aber nicht ran. Aber Kobani, wir kriegen die zweiten Bälle. Wichtig. Ganz, ganz wichtig. Durch die Lücke hier. De Gref. Gegen Hanko. 1 gegen 1. Wuselig. Und dann schnell gespielt. Ja, Karl noch auf der anderen Seite. Gegen Araujo. Karl gegen alle. Es ist niemand frei. Die Bayern, die verteidigen das gut bislang. Und wir müssen Handball spielen. Wir kommen nicht durch. Irgendwann muss mal der Abschluss erfolgen. Oder der Ball in die Tiefe. Oh, da wäre er gewesen. Und jetzt fehlt er hinten. Anderes Thema, aber unsere Viererkette ist da. Und beruhigt das Ganze erstmal wieder. Aber die Bayern kommen. Achtung, Olise. Sag ja, eine Chance. Und die Bayern sind da. Aber wir passen wirklich gut auf. Also die Verteidigung steht wie eine 1. Braune, schöner Abschlag, super von Karl. Setzt sich durch gegen Matzen, aber ist nicht schnell genug, doch. Und setzt sich auch durch im Zweikampf. Karl jetzt zurückgelegt. Und da ist Mensah abgefälscht. Wir kommen immer näher. Wir kommen immer näher. Und Karl scheint auch physisch ein bisschen zugelegt zu haben. Ich glaube, vor einem Jahr hätte er den Zweikampf noch verloren. Aber Sierm gibt es den nächsten Eckball hinterher. Und danach gucke ich, dass ich mal wechsle, dass ich frische Kräfte reinbringe. Aber erst nochmal hier Ecke. Aber Mensah kommt... Kusiasare kommt auch da leider wieder nicht ran. Und jetzt fehlt hinten links einer. Kobani muss dahin. Boni, ich weiß nicht, wie schnell der ist. Aber er scheint auch nicht langsam zu sein. Pavlovic, Boni, Achtung, außen Olise. Kobani ist dazwischen. Super. Nach wie vor auch in Halbzeit 2 ein richtig gutes Spiel. Wir sind sehr wachsam. Wir gewinnen die wichtigen Zweikämpfe. Wechseln jetzt aber natürlich aufgrund der Fitness einfach. Also, dass ich zum Schluss auch noch fitte Spieler habe. Murphy für Cobain. Ich hoffe, dass er das genauso gut gegen Olise macht, der Murphy. Und dann sind es die letzten Augenblicke hier in dieser Hinrunde, die natürlich sensationell bis auf den DFB-Pokal verlaufen sind. Wir sind mitten im Kampf um die Playoffs. Boni, Verzweiflungsschuss. Wir sind Stand jetzt Tabellenführer. Wir spielen also um die Meisterschaft mit. Das hätte ich mir gewünscht vor dem Saisonstart, dass wir jetzt nach 17 Spieltagen da stehen, wo wir stehen. Noch ist er nicht vorbei. Wir kriegen noch die ein oder andere Chance. K, jetzt vielleicht. Das wäre ein Ding. Nein, in der Mitte, aber er macht's alleine. In der Mitte habe ich doch noch einen mitlaufen sehen. Und ausgerechnet Lennart Karl an alter Wirkungsstätte, natürlich. Und jetzt nutzen wir endlich mal die Chance. Droh war nämlich derjenige, den ich da gesehen hatte. Da, in der Mitte. Und da hätte ich auch querspielen können. Der Ball wäre wahrscheinlich hoffentlich auch im richtigen Moment angekommen. Aber Karl, sensationell. Mit rechts, mit links. Und das ausgerechnet er natürlich hier in München uns zur
Herbstmeisterschaft schießt, Stand jetzt. So Geschichten schreibt nur der Fußball. Aber es ist natürlich auch ein Zeichen, wenn wir die Bayern so dominieren bislang. Das heißt, wir haben eine Truppe, die wirklich deutscher Meister werden kann. Warum nicht? Nur Look passt, natürlich, muss auch mal sein, zwischendurch. Spielspaß nicht verlieren. Karl. Darf es nicht übertreiben, aber ab und zu streue ich sowas auch mit ein. So, und jetzt die Bayern sind gefragt. Was machen sie? Murphy gegen Odyssey. Wie gesagt, ich hoffe, der macht das genauso gut wie Kurban. Oh, Ball in die Tiefe. Ist ein ekliger Ball. Braude. Holla die Waldfee. Die dickste Chance für die Bayern. Braune macht sich breit im richtigen Moment. Die Gehaltserhöhung hat sich gelohnt. Aus seiner Sicht. Hat sich ausgezahlt. Wieder Karl. Über den jetzt so viel geht. Und das muss eigentlich rot geben. Also da war jetzt auch nicht mehr viel mit Ball gespielt. Das müsste eigentlich rot geben. Schiedsrichter. Ja, also. Klare rote Karte für Ian Matzen. Das kommt auch noch mit dazu. Ein gebrauchter Abend für die Bayern. Die Attacke von hinten. Das war also weder Ball gespielt noch hätte sagen können, der ist ausgerutscht. Jetzt kommt Touré rein für Saragossa. Welcher Touré von den vielen? Wird ja wohl nicht Almami Touré sein, oder? So, jetzt sind wir auch noch ein Mann mehr. Eine Viertelstunde vor Schluss. Das dürfte uns jetzt noch mehr in die Karten spielen. Ott. De Cut. Wo ist einer in der Mitte? Jetzt ist kein Kopfballstarker mehr da. Jetzt habe ich Kusiasara ausgewechselt. Jetzt fange ich an mit Flanken. Muss mir auch mal einer erklären. So, Odyssey. Aber auch in Unterzahl können die Bayern treffen. Das heißt nicht, dass sie jetzt weniger stark sind. Die hatten gerade eine große Chance zum Ausgleich. Braun hat sich groß gemacht. Achtung, Rice mit dem Ballgewinn. Ein gescheiter Angriff. Wenn wir den noch zu Ende spielen, dann ist uns die Herbstmeisterschaft sicher. Von der Hitz. Ist auch schnell gegen Araujo. Und jetzt unten, da ist er doch frei. Da ist doch keiner. Wieder Karl, quer gespielt. Dankeschön. Sensationell ausgespielt. Und dann ist es wieder Dro Fernandes. Hier, schöner Ball. Karl, ideal im richtigen Moment nach hinten gelegt. So spielt ein zukünftiger Meister, oder? Würde ich sagen. Es ist noch lange zu spielen. Wir haben noch 17 Spiele in der Rückrunde. Immer mal langsam, aber das sieht richtig gut aus. Und wir schlagen die Bayern im eigenen Stadion. Darf man ja auch nicht vergessen, in München zu gewinnen. Und dann auch auf die Art und Weise. Ich glaube sogar, das ist der Hoffenheimer Touré, so wie er läuft. Der ehemalige jetzt Hoffenheimer. In-game. Und wir haben auch Spielglück, dass solche Bälle zu uns springen. Und wir sind noch nicht fertig. Lennart Karl hat noch Bock. Touré hat gar keinen Bock mehr. Der bricht schon ab. Jetzt müssen wir den richtigen Mann finden. Von der Hitz. Vielleicht jetzt umgekehrt. Oder Rice. Jetzt. Jawohl. Nimm ihn dir. Rice. Schade. So ein Tor brauche ich auch noch mal. Ach, mir juckt die Nase. Schon passend hier zur Herbstmeisterschaft. Aber das war's. Die Bayern werden das nicht schaffen. Auch von Odysseas heute wenig gesehen. Musiala, der eine Ball in die Tiefe auf Bonni. Aber ansonsten hast du davon nicht viel gesehen. Odyssea auch total schwach. Murphy hatte ihn auch dann gut im Griff. Und jetzt warte ich eigentlich nur noch auf den Schlusspfiff. Nochmal eine Ecke. Araujo. Abendtor vorbei. Und wir gewinnen. Nicht nur in München, sondern gewinnen auch die Herbstmeisterschaft. Da gibt es leider keinen Pokal für. Aber es ist ein schönes Ereignis. 2:0. Auch die Art und Weise hat mir richtig gut gefallen. Und wenn wir das jetzt noch 17 Spiele lang durchziehen in der Liga, dann sind wir Meister. Das ist es ja. Das ist ja das Kuriose. Aber wir werden auch noch viele, viele Hürden zu überspringen haben. Aber Stand jetzt eine sensationelle Hinrunde, die wir jetzt hier beendet haben. Dortmund gewinnt gegen Hoffenheim 3:1. Sie bleiben also dran, wenn du willst. Also bleiben auf dem 5. Platz. Ja, und jetzt geht's los. Die Rückrunde. Zu Hause gegen Bochum. Der erste gegen den 18. Mehr Kontrast geht eigentlich gar nicht. Aber schon stark. Muss ich sagen. Muss ich mich auch mal selber loben. Geht wahrscheinlich nicht immer so einfach, aber ihr seht, es macht Spaß. Also allgemein der Karrieremodus, auch wenn hier viel Müll mit dabei ist. Oh, Rückkehr nach Leihe. Sven Scholz kommt zurück. Hauke Pfeiffer, die war nur ein halbes Jahr ausgeliehen. Wie gut sind die geworden? Pfeiffer hat jetzt eine 66, Scholz hat eine 65. Wie gesagt, aus den ganzen Spielern, die hier sind, diese ganzen Jugendspieler, da kannst du 10 Saisons weiter auch eine richtig geile Truppe wahrscheinlich zusammenstellen. Aber so lange spiele ich halt nicht mehr. Und ich überlege halt, ob ich zum nächsten FC 27 nicht doch
das Ganze ein bisschen anders aufziehe, dass ich vielleicht auch mehr Spiele simuliere, dass wir weiter vorankommen, dass man auch mal eine starke Entwicklung sieht. Ne? Also, ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Jetzt haben wir die nächsten Abgänge. Auch einer, der wahrscheinlich nie gespielt hat, Bruno Schwab. Motor Lublin. Hört sich nach Russland an. Oder irgendwas Osteuropäisches. Winterthur ist Schweiz, glaube ich, ne? Fußballclub Winterthur ist Schweiz. Sollen sie alle spielen. Ich glaube, da spielen sie mehr als bei mir. Ich habe es entdeckt. Ich hoffe, dass sie nie vergessen, wo sie herkommen und so weiter und so fort. So, VfL Bochum. Meine Freunde, ich glaube noch keinen einzigen Sieg. Gehe ich von aus. Nächster Abgang. James Naidu hat, glaube ich, mal ein Spiel kurz gespielt. Ist jetzt nach Saudi-Arabien. Das ist auch Leben. Weißt du, jetzt schön 10 Millionen pro Jahr abkassieren in Saudi-Arabien. Die Premier League klopft an bei Rice. 35,3 Millionen. Acuna ist der Nächste, der dann gehen wird. Also hier ist viel, viel geboten. Nein, ich will nicht ins Training rein. Mache ich auch nie, zum Beispiel. Müsste ich wahrscheinlich auch öfter machen, damit die Spieler schneller besser werden. Aber davon war ich nie ein Freund, ehrlich gesagt. Außer sie würden es wirklich mal umstrukturieren, dass man da durchs Training wirklich merkliche Verbesserungen merkt, dass man da Sachen einstudieren kann und so weiter, sich Sachen auch abspeichern kann fürs Spiel. Wenn das Ganze einen Mehrwert hätte, dann würde ich auch viel öfter ins Training reingehen, aber für mich hat dieses Training einfach gar keinen Mehrwert. So, Bochum, 4 Niederlagen aus den letzten 5 Spielen, selbe Aufstellung wie wir. Auf dem Papier so ähnlich wie Heidenheim. Ja, ein Must-Win. Das sind 3 Punkte fest mit eingeplant. Mit dem Start in die Rückrunde. Leipzig spielt gegen Dortmund, auch nicht ganz so easy. Frankfurt und Bayern haben leichtere Gegner, die werden also auch dranbleiben. Die Frage ist, bleiben wir ungeschlagen? Das wäre natürlich auch nochmal ein Ziel, was ich gerne erreichen würde. Bochum, die einzige Mannschaft, die noch nicht gewonnen hat. Und wir die einzige Mannschaft, die noch nicht verloren haben. Also ein totales Kontrastprogramm. Bochum in Duisburg. Auftakt zur Rückrunde. Und dann gibt es auch, glaube ich, genau, dann haben wir wieder englische Woche. Dann haben wir jetzt Real Sociedad auswärts und Real haben wir dann zu Hause. Puh, schwierig. Muss ich irgendwie hinkriegen. Also, lasst einen Daumen nach oben da, kostenloses Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, wenn ihr jetzt das allererste Mal meine Videos geschaut habt. Ihr seht ja, es gibt viel Spektakel, Spannung, viele Talente, die woanders auch irgendwann groß werden. Also, macht's gut, danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.